Hallo Leute, da bin ich wieder. Vor kurzem habe ich schon ein Video gedreht, wie ich eine Wanduhr mit Epoxidharz und Korken von Weinflaschen mache. Und da habe ich auch schon diese Bastelplatte benutzt, um mir eine Form für die Wanduhr zu bauen. Auf einer geraden Holzplatte habe ich einen Kreis mit 40 cm Durchmesser gezeichnet und eine einseitig klebende Folie draufgeklebt. Den Streifen habe ich ca. 3,5 cm breit gemacht und den klebe ich mit Heißkleber genau um den Kreis herum. Übrigens ist der Streifen von einer Seite mit Folie beschichtet. Das bedeutet, man kann ihn leichter später von Epoxidharz lösen. In die Mitte der Uhr kommt das Uhrwerk. Und den Platz dafür werde ich mir mit dieser Silikonform schaffen. Die Silikonform klebt man einfach mittig mit Heißkleber fest. Um das Epoxidharz gleich hoch in die Form gießen zu können, muss die Unterlage gerade aufliegen. Das testet und stellt man mit einer Wasserwaage ein. Der Untergrund der Wanduhr soll grün werden, dafür suche ich mir das richtige Metallpulver aus. Alle benutzten Produkte werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Mit diesem Epoxidharz von Dupont habe ich schon verschiedene Projekte gemacht und bin damit immer wieder sehr zufrieden. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich den Untergrund grün gewählt. Die Uhr soll somit durch den Metallic-Effekt Tiefe bekommen. Was ich genau damit meine, werdet ihr später sehen, wenn die Tannenzapfen dazukommen. Diese grüne Epoxidharzschicht hat ca. eine Stärke von 2 mm und ich lasse sie ca. 6 bis 8 Stunden anhärten. Die Zapfen habe ich bei Amazon bestellt, die werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, die grüne Schicht habe ich ca. 8 Stunden anhärten lassen und verteile jetzt je nach Geschmack die verschiedenen Zapfen in der Form umher. Die Zapfen sollte man so verteilen, damit ein stimmiges Bild entsteht. Wie viele Zapfen man benutzt, das muss jeder für sich entscheiden. Es sollte, wie gesagt, ein stimmiges Bild später entstehen. 12 Stunden lässt man das Ganze noch trocknen und danach kann die erste Schicht klares Epoxidharz gegossen werden. Man sollte dabei möglichst über alle Tannenzapfen drüber gießen. Und die erste Schicht Epoxidharz sollte so 5 mm hoch sein und das Ganze lässt ihr dann 24 Stunden trocknen. Nach den 24 Stunden kann man dann bis zur gewünschten Höhe fertig gießen. In diesem Fall sind das ca. 3,2 cm Gesamthöhe. Das Ganze habe ich dann 3 Tage durchtrocknen lassen und hole es jetzt aus der Form raus. Der Platzhalter für das Uhrwerk kann jetzt natürlich auch raus. Die überstehenden Tannenzapfen habe ich mit einer Oszillationssäge geschnitten. Man kann es aber auch mit einer Schleifmaschine machen. Ja, und so sieht das Ergebnis nach dem Sägen aus. Jetzt beginnt die Feinarbeit mit dem Exzenterschleifer. Ich beginne mit 120er Schleifpapier, dann 240er, 400er, 600er, 800er, 1000er und dann am Ende noch 1200er Papier. Nach dem Schleifen wird die Uhr noch gründlich gereinigt und dann kann man erkennen, wo sich noch kleine Löcher gebildet haben, die man mit Epoxidharz noch ausbessern muss. Wenn alle Löcher sorgfältig mit Epoxidharz aufgefüllt sind, wird die letzte Deckschicht Epoxidharz aufgetragen und mit dem Pinsel verteilt.
Um Staub zu vermeiden, decke ich die Uhr ab und lasse das Ganze 3 Tage gründlich durchtrocknen. So, das Epoxidharz ist ausgehärtet. Jetzt werden noch die goldenen römischen Zahlen und der Mittelkreis aufgeklebt. Den Link für die römischen Ziffern und das Uhrwerk stelle ich auch in die Videobeschreibung rein. Ja, ich würde sagen, sieht recht cool aus. Jetzt noch das Loch bohren, dann kann auch schon das Uhrwerk angeschraubt werden. Übrigens möchte ich mich noch bei der Annika und beim Geno für ihre Hilfe bedanken. Das Uhrwerk ist ein sogenanntes stilles Uhrwerk, das heißt, man hört kein nerviges Klicken und der Sekundenzeiger springt nicht zu jeder Sekunde, sondern läuft schön durch. Die goldene Unterlegscheibe und die Mutter drauf, und beim Anziehen sollte man darauf achten, das Uhrwerk besteht ja aus Kunststoff. Also beim Anziehen der Mutter nicht übertreiben, sonst könnte das Uhrwerk beschädigt werden. Also leicht anziehen. Was jetzt noch folgt, sind die Zeiger. Man beginnt erst mit dem Stundenzeiger, dann kommt der Minutenzeiger drauf, den auch andrücken, und zu allerletzt der Sekundenzeiger. Wenn das alles ausgerichtet ist, man sollte darauf achten, dass die Zeiger zwischeneinander Platz haben und nicht aneinander schleifen. Ja, wenn das alles funktioniert, kommt noch die Batterie rein und die Uhr läuft. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, die Uhr gefällt euch genauso gut wie mir. Wenn ja, dann würde ich mich über eure Kommentare, den Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.